Sieht schon ganz schön trist aus, fast schon wie eine Geisterstadt. Liegt bestimmt nur am Wetter, oder? Da hinten guckt jemand die Wand an. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Twin Mirror. Blackheart Hotel. Die Scheibe sieht aber auch besonders schmutzig aus. Da wird gelacht und die Musik hört auf. Die hat keinen Bock mehr. Wie viel Bock haben wir in diese Richtung zu gehen? Das sind Leute. Ach, das ist generell gewünscht, also dass das geht, okay, dann... Ja. Uiuiui. Gucke ich mich erstmal in unserer Bucht zu Ende um. Nummernschild nicht erkennbar. Ein Pickup. Kommt denn jetzt hier keine Musik mehr? Schon doof. Memorial Plaza. Miners Day. Remember and Honor. Der Tag der Bergleute war schon immer das Event des Jahres. Really didn't think Miners Day would have survived the mine closing down. Tja, denen ist das immer noch wichtig. Café Americano. Musician, sieht nicht mehr so offen aus. Achso, das gehört dazu. Sieht trotzdem nicht so offen aus. 50% reduziert. Talks. Gitarren. Ich will jetzt Gitarrenmusik. Tracks and Tunes. Annas Lieblingsladen. Sie ging jeden Monat in die LP-Abteilung. Können wir einkaufen gehen? Das machen wir noch nicht sofort. Was denn eigentlich? Raumschiff Fahrautomat. 50 Cent für eine Minute. Eskapismus. Eskapismus. Das hat früher mal 25 Cent gekostet. Halsabschneider. The perfect toy for a kid who only had imaginary friends. Oh, hallo. Aktuelle Aufgabe. Frage nach Dennis. Zum Beispiel hier im kleinen Lädchen oder die Leute, die hier so rumstehen. Letzte Nacht geriet ich angetrunken in eine Prügelei mit Dennis. Er hatte irgendwelche Andeutungen über Anna und Nick gemacht. Besonders über Nick. Er hat mich gedrängt, ihm irgendwohin zu folgen. Ich sollte Dennis suchen und die Puzzleteile wieder zusammensetzen. Wahrscheinlich kann mir irgendjemand in der Stadt sagen, wo er ist. Ach, keine Entscheidung getroffen. Wieso komme ich denn hier eigentlich nicht mit Escape raus? Warum muss ich zwingend F drücken? Ist doch doof. Now, I can't just have you hanging around here all day like a ghost. It's a free country. Hey, don't give me that. People have been complaining, so don't let me see you here again. You fascist. What you just... I'm just doing my job. It's nothing personal. Der wird aber sehr Looks schnell like you're not persönlich. the only one who started off on the wrong foot today. Sorry you had to see that. Some people you just can't reason with. Speaking of, you're still in town. Was dagegen? Der ist ja schon die Kleine ganz schön angegangen. John. Wer war das? That person you were talking to? Who's that? A lost soul. Vagrancy isn't a crime, but loitering and trespassing are. I try to be understanding.
polite, but it's hard when no one is polite back. People call you pig or fascist just for doing your job. Then they go and do things like deface the whole town. And I'm the asshole? Ja, irgendwie schon, Get ne? under your skin. Where's you at day after day? It grinds you down. It makes you feel like you've been lifting logs all day. Sorry about that. I went off for a spell. Just remember, this town don't always respect the things you do. Trust me, I know. You haven't seen Dennis today, have you? Why are you looking for him? I wanted to apologize for last night. I'll just stay out of his way for a day or two. I heard you messed up Dennis pretty good last night. I'm not judging. His head's full of smoke. Takes a while to clear it out. I don't want to keep you, officer. Have a good day. Keep your nose clean. Der scheint ziemlich schnell aus seiner Haut zu fahren, der Stevenson-Tagebuch aktualisiert. Wir hätten ihn unterbrechen können mit: Du bist ein Arsch, oder? Declan Stevenson, wie er vor ihm hockt. Hä, beobacht mich wer? Nö, jetzt kann ich ein paar reinhauen. Declan always had very clear ideas about law and order. But now he Sehr seems to be even klare more vocal about his convictions. und spezielle, hä? Sorry, Sam, I'm still on duty. I wouldn't want anyone making off with a statue on Miners' Day, huh? Will bestimmt jemand klauen. Double was? Dorf? Nee. Graffiti. Sieht frisch aus. Der künstlerische Wert darf bezweifelt werden. Didn't used to see this around. Surprised it hasn't been removed. Haus zu verkaufen. Jones hat schon vor 4 Jahren versucht, es zu verkaufen. Wer bist du denn? Ein Graffiti. Zeigt, dass nicht jedes Graffiti das Werk von Vandalen ist. You know you're in Basswood when even the graffiti's about miners. Bergarbeiter-Graffiti. Der Tag der Bergleute war einst das große Familienfest in Basswood. Dein Vater nahm dich mit ins Stadtzentrum. Du saßt auf seinen Schultern und hast dir die Marschkapelle oder die Musiker an ihren Ständen angesehen. Es gab Zuckerwatte und eine Donutmaschine. Vor dem alten Hotel und Ballons und Windrädchen und klebrige Finger und Gelächter überall. Am Abend war der Aussichtspunkt voller knutschender Teenager. Der Tag der Bergleute war der Leim, der die Stadt zusammenhielt. Er lag den Menschen im Blut, sogar dir. Das ist auch der Grund, weshalb Joe noch immer herkommt und stundenlang die Bergarbeiterstatue anstarrt. So kann er die stolze Gemeinschaft sehen, die Basswood einst war, die sich stolz in den Appalachen erhob und nicht die heruntergekommene Kleinstadt, zu der es geworden ist. Einmal eine Bergarbeiterstadt, immer eine Bergarbeiterstadt, so sagt man. Da ist ein R zu viel, aber das sagt man, glaube ich, nicht. Ich habe mir Declans Nörgelei darüber angehört, wie Basswood vor die Hunde geht. 13% haben das gemacht, die meisten haben gesagt, ey, nee, hier, mach mal halblang, du. Er wirkt selbstbewusster, als ich ihn in Erinnerung habe, aber auch frustrierter. Joe ist Annas Vater und ein ehemaliger Bergarbeiter, und zwar im Rollstuhl. Aha. Damals war der Tag der Bergleute noch eine große Sache. Joe Miller. Dennis hat sich letzte Nacht wie ein totales Arschloch verhalten. Er hat mir gegenüber sowohl Anna als auch Nick verunglimpft. Wie schwer habe ich ihn verletzt?
bestimmt nicht so sehr, dass das ganze Shirt, das ganze Hemd knallrot war. Da steckt, denke ich, einfach noch mehr dahinter. Es gibt Joe und Joel. Ethan. Ethan ist von der alten Schule, glaubt noch an Manieren. Er verzeiht dir vermutlich, dass du seine Kneipe zerlegt hast, solange du um Entschuldigung bittest. Kein Wunder, dass er so gut mit den Bergarbeitern auskommt. Mit seiner Familie sieht es allerdings ganz anders aus. Offenbar lässt sich seine kleine Schwester nicht gern vorschreiben, was sie zu tun hat. Er sieht auch etwas zwielichtig aus. Ich weiß noch nicht warum. Wahrscheinlich, weil er einfach nur so guckt, wie er guckt. Ach, F. Dürfen wir hier weiter? Bestimmt nicht. No luck so far, but I should keep digging around. Someone must have seen Dennis. Ich verstehe diese kurze Schwarzblende nicht. Naja. Straßensperren. Soll am Tag der Bergleute den Verkehr regeln. Basswood Jungle. Ist denn das ein Postamt? Eine Behörde? Eine kleine Zeitung mit einer treuen Leserschaft. Mein erster und einziger echter Job. Ach so. Tschüss. It's not worth it. No one works on a Sunday. Well, no one except me. Viele Unternehmen haben der Stadt den Rücken gekehrt. At least the Basswood Jungle is still standing. Wir stehen direkt davor. Hier gibt es wieder Graffitis. Matt. Dollar Matt. Wir lieben WV. Was heißt WV? Wurstvolk. West Virginia. Die Blätter werfen aber einen eigenartigen Schatten. Ah, das ist doch die Einladung schlechthin. Dann halt nicht. Da gehen wir noch rein, aber jetzt Fragezeichen. Oh. Am Ende lösen wir hier was aus und dann geht's schon weiter und ich wollte mir eigentlich alles angucken. Das ist immer so schwierig. Komm, dann habe ich das hier abgeschlossen. Oh, er wird extra geladen. Das ist aber nicht gut. Das bedeutet, dass es hier ernst dazugeht. Chips. Candy. Yo, get out the way. Yo, yo. Sorry about that. Yeah. Asshole. That's enough. Was hat der eigentlich für ein Problem? Ach so. Er hat eins mit sich selbst. Das entschuldigt aber nicht alles. Kathy and Hugh were both at the wake. I should talk to them. Die Tara ist ja auch da. Na, sie wird doch wohl nicht, oder? Sie wartet nur auf einen Moment der Unbeobachtung. 50% reduziert der Rollstuhl. Hoffentlich ist man gut versichert. Not uncommon for miners to end up in those once they get black lungs.
Wegen einer Staublunge im Rollstuhl? Weil nicht mehr so viel laufen können, ne? Generell gibt es ja erstaunlich viele Gehhilfen. Oder man kann nicht mehr gehen und es gibt Hilfen dafür. Ist das so eine Bergbaustadt? Schmerzmittel, nie da, wenn man sie braucht. Schlaftabletten sollten mit Vorsicht eingenommen werden. Und allen voran ohne Alkohol. Diese Entscheidung, diese Auswahl. Oh, Sam, you here to pick up something for your, condition? I have a condition? Yeah, the one that makes you the way you're always so... you? It's all right, of course. I won't tell anyone. I think Na, I vielen might Dank. actually have leaky gut. It's where your intestine starts to dissolve, and your half-digested food starts to leak out into your blood. I'm trying to schon find interessant. something for it, and if it doesn't help, can't hurt. I'm glad someone took over this old drugstore. Can you imagine? This town without a pharmacy would be like, well, me with a hole in my gut. I'll just check the internet when I get home. It'll tell me what to get. It was nice talking to you, Tara. Zuzuhören. Oh, yes. Always. Wie, jetzt können wir nicht mehr fragen? Ich dachte, wir können wieder Geduld beweisen. Wir können der absolute Arsch sein und uns es mit allen verscherzen, indem wir einfach direkt sind und sie nicht ausreden lassen. Aber jetzt war's das hier? Oh Mann. Kackdreck. Das nächste Mal unterbreche ich, auch wenn es erstmal gar nicht gut scheint. Draußen konnten wir auch noch fragen. Chipstüte. Junkfood, das in einem Drugstore verkauft wird. Kontraintuitiv. Reminds me of a girl I met. She could only eat chips when she had stomach aches. Okay, Magenschmerzen, dann gingen nur Chips rein, das ist aber interessant. Das ist wie mit Salzstangen und Alkohol. Ja. Oh, hier gibt's Telefone, Festnetz, so viele auch noch. Ist da unten Handhelds? Was haben wir denn hier in der Wand? Oh, eine Kamera. Wir müssen aufpassen, was wir machen. Ist das Proteinpulver? Kaffee in Plastikdosen? Wohltätigkeitsstofftier. Eine emotionale Tragödie, die zu einem Geschenkeladenartikel wurde. Effektiv. Wanderwege, einige der besten im Bundesstaat. Hiking is an activity best done alone on a Sunday afternoon. Klatschmagazine. Reiner Wohlfühljournalismus. Der beste Blick auf Basswood, den man kriegen kann. Cathys Glas, ein handgemachtes Geschenk von Joan. Hässlich, aber süß. Bug made that for Mother's Day years ago, and Kathy still keeps it with her. Bemaltes Glas, das war ein Geschenk zum Muttertag. Kathy hat es all die Jahre aufgehoben, obwohl die Farben verblasst waren. Und sich ihr alter Chef beschwert hat, dass so ein Krimskrams nicht in eine Apotheke gehört. Selbst Joan sagt, dass sie nicht verärgert wäre, wenn es verschwinden würde. Aber Kathy wird es nie wegwerfen. Es ist schon so lange hier, dass es ein Eigenleben entwickelt hat. Bald wird Joan das auch tun, ein eigenes Leben haben. Aber das Glas wird bei Kathy bleiben. Mit der Kerze im Inneren, die nie angezündet wurde und wohl auch nie angezündet werden wird. Schale mit Süßigkeiten, strategisch platziert, damit Kinder sich hier wohler fühlen. Die gerade Kundschaft einfach mal dazwischen klatschen. Ist das hier Angelkram?
Und entweder ist das so ein Vogelfutterring oder eine Angelrolle. 1,39 sind das die Mützen? Der Name sagt mir auch nichts, der da auf der Verpackung steht. Noch mit Chips. Plakat zur Depression, wurde auch Zeit, dass darüber gesprochen wird. Anzeige zum Tag der Bergleute. Keine Mine, aber ein Tag der Bergleute. Traditionen sterben nur langsam in Basswood. Gott, das Bild, die Spritze, das sieht ja schon übel aus. Können wir eigentlich hier... Ne, der Mülleimer versperrt. Schlüsselanhänger. Deckenkontrolle. Funktioniert der Spiegel eigentlich? Sieht nicht so aus. Ne. Aber andere funktionieren ja. Oder ein anderer. Entschuldigung, darf ich mal stören? Die ist ja sowieso schon angetan. Still here after all these years. She followed Nick to Basswood, but never liked it. Aufgehängt, um die Kunden zu beruhigen. He looks like those doctors you see on commercials. Der ist mir auch noch suspekt. Ah, Samuel. Sorry about Richard. He's always a little on edge. I'm surprised to see you up and about after the night you had. Honestly. I was afraid you'd end up like your friend. You were Dieses quite Grinsen. inebriated. Interessant, wie D und S eine andere Farbe haben als A, so eher Gold rechts. Achso, das liegt im Hintergrund, jetzt ist die Jacke gerade davor. Okay, das liegt am Holz dahinter. Okay. Yeah, I got to hear all about it secondhand. Really not my finest hour. I would say not. After your barroom brawl. I did my best to prevent you from following that other man outside. And I tried to get you to hand over your keys. But you would have none of it. Sorry about that. The man I had a fight with, Dennis. Have you seen him today? Seen him? No. No, can't say I have. Thanks anyways. That article you wrote, it's done this town a lot of good. How do you figure? The mine was a band-aid on a torn artery. Sometimes, doing what is unpopular is still the moral choice. You probably believe that. I'd Ist das offer ein you Hinweis? something for that hangover, but I find in some cases, time is the best medicine. Eine unliebsame Entscheidung, die beste Entscheidung. Der verkauft sein Zeug aber schlecht, wenn wir nichts nehmen sollen. A pill pusher who doesn't want to push pills. That's a new one. Everything is poison. All that matters is the dose. Now, you have a good one, young man. Was there anything else you needed, by the way? Ich muss los. I have to ask, why move here, of all places? You know, here, Basswood. A blink and you miss this town. People move out of Basswood, not in. The town I used to work in had 100 other pharmacies in it. Oh, you'd make sales. But you don't get to know anyone, ever.
Plus, if I'm being honest, I always imagined I'd retire in a small mountain town. Samuel, I saw you talking to Walter. Can you ask him something from me? Oh, dieses Grinsen schon wieder. What do you want from him? I was hoping the Basswood jungle could run a piece about me. You see, some of the older folks see me as an outsider still. Can't say I'm surprised. I'll think about it. I really appreciated the chat, but I'm afraid it's time I get back to work. Do come see me again. Naja, ist ja frisch hinzugekommen. Da ist man erstmal etwas ausgegrenzt. In so einer kleinen Einöde. Ja, jetzt ist sie alleine. Jetzt will sie ganz bestimmt nett mit uns reden. Still here after all these years. She followed Nick to Basswood, Die but never Bilder. liked it. Nimmt die Drogen? Hey, Die Kathy. nimmt doch Drogen. Oh, Sam. What can I do you for? Dennis hasn't come in today, has he? Dennis? I haven't seen him since last night. Why? You looking for trouble? Last night we got into a fight. Like a fist fight. Really? I'm sorry I missed that. You could both use the thumping. But I left early to go check on Joan. Did you have to say that fantasy about her father being murdered was real? That's not what I... I just want her to be a little girl, not a little Sam Higgs, sneaking around and getting into trouble. And now all she can talk about is how you're gonna prove that she's right. Sorry. I know it's not your fault, but I just don't... I don't know what to do with her. She's my daughter, and I feel like I'm losing her. I gotta go. If the boss sees me jawing instead of working, I'll get an earful. Und hat auch geplaudert. Was? Sonst heftig auf das. No one in here was much help. 3 boxes of codeine. 5 tubes of anti-inflammatory gel. Sam, I'm busy. Draußen sieht es ganz schön diesig aus. Vielleicht sind es aber auch nur diese dreckigen Scheiben. Er hat eine klare Meinung zu meinem Artikel. Er glaubt fest daran, dass er etwas Gutes bewirkt hat. Da ist er vielleicht der Einzige in der Stadt. Das ist kein Zufall, schließlich ist er nicht hier aufgewachsen. Scorig. Na gut. Kommt der Richard gleich wieder an und will uns ein paar auf die Nase geben? Handyman for Hire, Arbeit gesucht. I imagine there's a lot more people looking for work nowadays. Handwerker sucht Aufträge, flexible Arbeitszeiten und Bezahlung, tüchtig und gut mit Werkzeug, Reparaturen, Malerarbeiten, Umzüge, alles. Keine Dachdecker oder Elektroarbeiten. E-Mail tylershift@basswood wvl.loa. LOA ist sehr interessant. Wisst ihr warum? Das könnt ihr vielleicht gar nicht wissen, aber wenn ich Twin Mirror aufnehme, wird
oder generell die Dateien, die mein Aufnahmeprogramm ausspuckt, haben meistens den Namen des Spiels. Bei Twin Mirror steht aber LOA anstatt des Namens. Wofür steht LOA? Das ist interessant und merkwürdig. Das kriegt man vielleicht so gar nicht heraus, wenn man sich nicht die Spieldateien anschaut. Oder ich bekomme es eben vorgezeigt, weil mein Aufnahmeprogramm eben diese 3 Buchstaben aus dem Spiel, aus den Dateien heraus aufgreift. Sonst steht da halt, wenn ich zum Beispiel Life is Strange aufnehme, Life is Strange im Dateinamen, weil das Spiel so heißt. Bei Twin Mirror steht aber LOA statt Twin Mirror. Das ist sehr interessant. Basswood WV, das WV, dann hat der das wohl gemalt, ja? Oder einer seiner Kumpels. Das sah komisch aus. Mitarbeiterin. She pulls the look off a lot better than I could. Was ist die Haarfarbe? Hey, don't remember seeing you in town before. Passing by? I was born in Basswood. I was raised in Basswood, though I left for a few years. Wait, you managed to leave and still came back? You'd never see me again if I left. Why don't you then? Yeah, sure. I'm just gonna take my millions of dollars and make a run for it. I can barely get by, like everyone else here. Too poor to stay, too poor to leave. Das ist bitter. No luck so far, but I Oh should Mann, keep da ist digging jemand around. zum Quatschen. Someone must have seen Dennis. Boah, das ist ja fies. Gut, dann gehen wir gleich noch ins Café, aber vorher gehen wir auf die andere Straßenseite. Die Ampel ist eh geradeaus. Statue. Da ist der Vater von der Anna. Joan ist auch hier. Zitat von Mark Twain. Schön zu sehen, dass die jüngere Generation den Klassikern gegenüber aufgeschlossen ist. Of all things I've lost, I miss my mind the most. Sagt mir nix. War jetzt hier ein Vogel? Now doesn't seem like the best time to bother her. Aber... Hey, Bug. What are you doing out here? Hey, Muley. Waiting for my mom to get off her shift at the pharmacy. Drawing. I got a new journal after I left the old one somewhere. See? Ein Vogel. Did you get home okay last night? Yeah. I bike everywhere. It's not like anything scary bad happens in Basswood. At least not normally. I heard you asking about my dad last night. Well, I guess I wasn't very subtle, was I? No, you were not. Did you find out anything about my dad?
Not yet. Not really, at least. Let me know if you find anything. Please. I feel like I need something. It's just this town, you know? This place. It feels like I'm suffocating. I can't breathe. I can't think. I can't stand my mom. I don't like school. Well, except for science. Have you seen Dennis today? What? No, I haven't. Were you even listening to me? Hoppla. I shouldn't be surprised. No one listens to me. I was listening. I just need to find Dennis. If you hear anything about what happened to my dad, let me know. Otherwise, just leave me alone. Wenn man nur eine 50-50 Chance hat, sollte man nicht gerade bei ihr die falsche treffen. Joan had no clue about Dennis's whereabouts. Not that I thought she would. Wenn ich jetzt die Zeit zurückdrehen könnte. Ich würde mich anders entscheiden. Gerade bei ihr zuhören. Ein Versuch was wert. Die malen auch überall das Gleiche hin, ne? Plakette. Drowned 6 men. Basswood's mining started with an accident. Fitting. Ich würde sehr gerne mal... Jetzt geht's wieder. Coal River Mine, eröffnet 1854, geschlossen 1861, nachdem 6 Männer einer Überflutung zum Opfer fielen. West Shadow Mine, eröffnet 1866, geschlossen 1892. 5 Jahre in Folge ertragreichste Grube in Boone County. Deep Rock Mine, eröffnet 1890, geschlossen 1926. Strip Weather Mine, eröffnet 1915, geschlossen 1920. Smoky Hole Mine, eröffnet 1928, geschlossen 1976. War ganz schön lange aktiv. Die letzte. Geh mal weg, ich muss das hier lesen. Alter Mann, hau ab. Was schrubbelt er denn da so herum? Ist doch nicht schmutzig, oder? Die Geschichte von Blair Mountain. Never forget, huh? $20.000 Männer marschierten 1921 durch Boone County, um am Blair Mountain für all das zu kämpfen, was wir heute haben. Für alles, das etwas wert ist, lohnt es sich zu kämpfen. Hey, can I ask you something? Hello, young man. And of course you can ask. No promise answering. Why do you bother cleaning the memorial? Well, everything has to look its best for today. Especially the miner. I really Der didn't grinst auch think it was etwas gonna in happen ihr. this year. Good thing Mr. Kirkland decided to help out. And besides, that way people can remember with pride we used to be rednecks. That matters to you? It should matter to every West Virginian. And why do you think it should matter so much? How many West Virginians does it take to screw in a light bulb? This doesn't sound like a history lesson. You answer my question, I'll answer yours. So, how many West Virginians? 7. Two. One to hold the light bulb, the other to rotate the planet. Not bad. The one I have in store is 3. 1 to replace the light bulb, 2 to complain about how the old one was better. Do you ever find yourself like that? Mourning the past? Sometimes. But I ain't like folks around here. I made my peace.
The mine's not coming back. Don't mean we let our statues turn to rust. So, you still want to hear the story? I'm all ears. This fella here is a reminder of when coal miners stood together. You see, back 100 years ago, you'd be safer in the trenches than down in the mines. It didn't sit right with our boys. They demanded better conditions. Of course, the corporations, being what they are, refused and sent strikebreakers. The mine wars. Miners came out in force, Union men. Met the strikebreakers over in Logan County. That's right. 10,000 strong. And it all came to a head at Blair Mountain. The miners tied red bandanas around their necks for solidarity. Brotherhood. At least 100 men died in that battle. Blood spilled for what we have now. Oh. Ziemlich mächtiger Stoff. Schönen Tag noch. Doesn't seem to me like their sacrifice amounted to much in the end. Ah, well, depends on how you look at it. Things got better. Still are. Even now. People stood up and said no. And the suits, they had to bend. It's inspired me my whole life. Maybe it'll inspire you one day. Anyway, I'll get back to it. Gonna give her a real spit shine. You take care now. Na, und hier auf den Rücken, wie er gleich einfach wieder schrubbt. This is new. Dalmatians. Now that's the Basswood I remember. Basswood Mine eröffnet 1975, geschlossen 2015, finanziert durch Spenden von William Jackson, Walter Dodson, Hugh Kirkland, Robert Pawson, Vivica Winnicott, Richard Greenlee, Eve Murrow, John Brooks und Nick Waldron. Dalmatians. Muss man auch erstmal schaffen. Dann würde ich mal sagen, reden wir in der nächsten Folge mit dem Papa von der Anna. Es ärgert mich, dass ich mich gerade bei Joan so entschieden habe mit nach Dennis fragen. Hätte mir auch vorstellen können, dass sie es am ehesten versteht, weil sie weiß ja, woran wir sind und dass wir Informationen brauchen. Manchmal ist es vielleicht aber gerade bei ihr doch besser, erstmal zuzuhören. Hoffentlich können wir das noch gerade rücken, aber bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.